Ich bin heute auf der Mein Schiff Flow und zeig dir Deck by Deck einen Rundgang, den du so noch nie gesehen hast. Willkommen zu meinem großen, unabhängigen Rundgang über die neue Mein Schiff Flow. Wir starten draußen am Pooldeck, arbeiten uns dann einmal durch Restaurants, Bars, Entertainment, Spa und am Ende zeige ich euch noch unsere Kabine, wie viel ich gezahlt habe und ob die Reise die richtige für dich ist. Zur Transparenz, die Reise habe ich selbst bezahlt, ich bin also weder eingeladen worden, noch muss ich hier so tun, als wäre alles perfekt. TUI-Reisen dürfen aber nicht so viel von Meinungsfreiheit halten, da Drohnenmaterial exklusiv ist für Kooperationspartner, also Reisebüros, die über jede Kleinigkeit schwärmen, und offenbar fliegen die Drohnen nur über die Videos, in denen man sehr begeistert ist. Wir bleiben heute auf Augenhöhe, verzichten auf Drohnenaufnahmen, geben euch dafür aber unsere ehrliche Meinung. Wir starten direkt am Hauptpool. Rundherum gibt es wenige, aber sehr schöne Liegen. Mein Favorit sind die Cabanas, die hier kostenlos sind. Abends wird der gesamte Bereich beleuchtet, was wirklich schön aussieht. Tagsüber sieht man diese Liegen allerdings hauptsächlich unter Handtüchern. An Seetagen ist hier sehr viel los. Falls ihr mir nicht glaubt, hier sind 2 Aufnahmen von unserem Seetag. An Seetagen gibt es 2 Arten von Menschen. Jene, die sagen, sie reservieren nie Liegen, und jene, die ihre Sonnenbrille schon vor dem Frühstück drauflegen. Und wenn ihr eine freie Liege seht, schaut kurz genauer hin. Vielleicht ist sie nicht frei. Vielleicht ist die Besitzer nur gerade seit 2 Stunden beim Frühstück. Der Pool ist groß genug, um Bahnen zu schwimmen. Theoretisch. Praktisch findet man hier 30 Menschen, die im Wasser stehen wollen, 15 Kinder, die gerade schwimmen lernen und einer, der seine Sonnenbrille am Poolboden sucht, und die 3 Teenager, die am Rand 4000 Fotos für Snapchat machen. Ich habe in diesem Video rechts erklärt, wie ich mir die Personenaufteilung gewünscht hätte. Hier hat es die Konkurrenz eleganter gelöst. Neben dem Pool verläuft auch der Laufbereich. Der Joggingtrack ist exakt lang genug, damit ich sagen kann, ich war sportlich, und kurz genug, damit ich gleich wieder ins Buffet laufen kann. Gleich daneben findet ihr die Wasserspiele, einen kleinen, aber sehr stylischen Bereich für die kleineren Besucher. Das ist im Grunde die zentrale und einzige Outdoor-Attraktion für Kinder auf der Mein Schiff Flow. Es gibt keine riesige Rutsche und kein Wasserpark-Chaos, sondern Fontänen, flache Spielelemente und genug Platz, damit 5 Kinder sich austoben können. Für Familien ist das praktisch, weil es direkt am Pooldeck liegt, die Kinder sind beschäftigt und die Erwachsenen können zumindest so tun, als hätten sie 5 Minuten eine Ruhe. Direkt daneben liegt die Eisbar. Das ist ein inkludiertes Gelato-Angebot und es gibt nicht nur ein paar Standardkugeln, sondern auch etwas aufwendigere Eisschalen. Das ist einer dieser Orte, an denen man sich sehr schnell einredet, man müsse wirklich alles testen. Schließlich ist das keine Nachspeise, das ist Recherche. Cruise Lifehack: kommt nicht genau nach dem Mittagessen hierher. Dann ist die Schlange meistens am längsten, weil plötzlich alle dieselbe Idee hatten. Daneben liegt das Pane e Sole. Die Panini werden hier auf Wunsch warm gemacht und das ist wichtig, denn kaltes Brot nach 5 Gängen wäre wirklich der Punkt, bei dem ich mich dann beschweren würde. Hier oben findet ihr außerdem 2 der 3 öffentlichen Whirlpools. Die sind perfekt, um neue Menschen kennenzulernen. Vor allem die Menschen, die schon drin sitzen und dich sehr genau ansehen, wenn du noch dazu kommst. Und dann gibt es hier noch diesen überdimensionierten Flaschenöffner, natürlich nur als Deko. Auf demselben Deck liegt auch das Poolbistro. Dort gab es bei unserer Reise verschiedene kleine Häppchen, zum Beispiel griechische Teigtaschen, Gyoza oder Baobuns. Geschmacklich okay, aber inkludiert schmeckt bekanntlich immer ein bisschen besser. Ein Deck weiter oben liegt die Mistral-Bar. Hier oben ist es ruhiger, entweder weil es wirklich ruhiger ist oder weil es nach dem Buffet niemand mehr hinaufgeschafft hat. Hier gibt es Sitzgruppen, Schattenbereiche und man hat einen schönen Blick über das Außendeck. Daneben findet man die Fasssauna, eine nicht inkludierte Sauna. Wenn ihr am Pooldeck keine freie Liege findet oder einfach kurz Abstand vom Trubel braucht, ist das eine zweite Alternative, einen Sonnen- oder Schattenplatz draußen zu genießen. Mein Favorit kommt aber als nächstes. Weiter hinten am Schiff gibt es einen zweiten Outdoor-Bereich rund um die Agora Bar. Hier findet ihr den Infinity Pool, das 3. öffentliche Jacuzzi und viele weitere Liegeflächen. Der Bereich wird am Abend für Partys verwendet, zum Beispiel für die Beachparty oder die White Night. Gerade abends hat das Deck eine komplett andere Stimmung als tagsüber. Musik, Beleuchtung, Drinks und Meerblick funktionieren hier wirklich gut. Es gibt viele Liegemöglichkeiten, aber mehr Schirme hätte ich mir persönlich trotzdem gewünscht. Wenn die Sonne stark ist, sind die Schattenplätze schnell weg. Außerdem gibt es hier einen riesigen Monitor. Der könnte Sport zeigen, Filme zeigen oder Konzertmitschnitte zeigen. Bei uns hat er hauptsächlich Bilder und Werbung abgebildet. Cruise Lifehack: kommt zum Sonnenuntergang hierher. Ein Sonnenuntergang am Meer gehört für mich zu den schönsten Dingen an einem Kreuzfahrtabend. Besonders wenn das Schiff gerade fährt, der Poolbereich langsam leer wird und die Musik dich zum Tanzen bewegt. Ganz vorne auf Deck 17 finden wir außerdem die Arena. Das ist eine Indoor-Sporthalle mit Fußball, Basketball und Tischtennis. Zusätzlich werden hier per Projektor Sportevents übertragen. Wenn hier ein wichtiges Fußballspiel läuft, wird die Arena also zur Sportsbar. Nur ohne Sportsbar.
aber mit sehr motivierten Kommentatoren aus Reihe 3. Optisch erinnert mich die Arena stark an eine Schulsporthalle, nur dass danach niemand sagt, wir machen jetzt noch 10 Liegestütze. Höchstens sagt jemand, gehen wir noch schnell noch zum Buffet. Direkt daneben liegt das Fitnesscenter und jedes Mal, wenn ich hier vorbeigegangen bin, dachte ich mir, wow, was für ein fantastischer Ausblick. Morgens vor dem Frühstück bei Sonnenaufgang Sport zu machen und den Tag mit Meerblick zu beginnen, klingt schon sehr cool. Und falls jemand von euch dort trainiert hat, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es war. Das Fitnessstudio hat einen unglaublichen Ausblick. Ich kann euch bestätigen, der Blick von draußen hinein ist auch wirklich fantastisch. Wenn dich das ganze Gerät über Sport hungrig gemacht hat wie mich, dann kommen wir jetzt zum Harbour Market, dem inkludierten Buffet-Restaurant. Hier gibt es Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Das Angebot verändert sich täglich und bei Themenabenden oder Themenfrühstücken werden zusätzliche Stationen aufgebaut. Bei uns zum Beispiel gab es ein Lachs- und auch ein Kaviar-Buffet. Es gibt hier extrem viele Möglichkeiten mit Mehrblick und eine wirklich große Auswahl an Speisen. Ich habe dazu auch ein eigenes ausführliches Video über Frühstücksoptionen und auch eines über alle inkludierten Mittagsoptionen gemacht. Wie überall am Schiff findet ihr auch hier Getränkeautomaten mit Kaffee, Tee, Wasser und Bier zum selber zapfen. Alles inkludiert. Beim Lachsbuffet habe ich gelernt, es gibt keine Obergrenze. Nur die Frage, wie überzeugend man beim 3. Teller noch so tut, als wäre es der erste. Am selben Deck liegt auch das Höfte, ein kostenpflichtiges Spezialitätenrestaurant. Das Interieur ist sehr elegant, ruhig und wirkt insgesamt deutlich gehobener als der Harbour Market. Ich bin aber ehrlich, ich finde das inkludierte Hauptrestaurant Atlantik, das ich euch gleich noch zeigen werde, so gut, dass ich persönlich nicht unbedingt den Wunsch hatte, hier nochmal extra zu zahlen. Wenn ihr hier gegessen habt, schreibt mir gerne eure Erfahrungen in die Kommentare und auch bitte, wie viel ihr dafür gezahlt habt. Vielleicht überzeugt ihr mich ja noch. Neben dem Harbour Market findet ihr die Osteria. Das ist das erste von 4 inkludierten Restaurants mit Service auf der Mein Schiff Flow. Das erwähne ich wirklich gerne, weil bei vielen anderen Reedereien nur das Hauptrestaurant Bedienung am Tisch anbietet und hier habt ihr zusätzlich noch mehrere inkludierte Restaurants, in denen ihr euch hineinsetzt, bestellt und auch bedient werdet. In der Osteria gibt es Pizza, Pasta, Mozzarella und Tiramisu und geschmacklich war das für mich solide, aber nicht die beste italienische Küche meines Lebens. Trotzdem, für ein inkludiertes Restaurant ist das eine richtig gute Option. Ganz vorne auf Deck 16 liegt die Captain's Bar. Hier habt ihr eine unglaublich breite Aussicht in die Fahrtrichtung und einen der schönsten Innenräume auf dem Schiff. Das Interieur ist sehr maritim gestaltet und mit vielen kleinen Details. Die Cocktails hier sind allerdings nicht inkludiert und kosten dich nochmal extra. Aber ich bin auch hier ehrlich, die inkludierten Cocktails an Bord waren für mich bereits so gut, dass ich nicht das Gefühl hatte, ich müsste unbedingt noch extra etwas ausprobieren. Hast du Erfahrungen mit der Bar oder Empfehlungen, dann kommentier bitte gerne. Wenn wir schon vorne am Schiff sind, gehen wir ein Deck tiefer zum Spa und näher dem inkludierten Spa-Bereich. Mein Schiff gehört zu den wenigen großen Reedereien, bei denen der Saunabereich grundsätzlich im Reisepreis enthalten ist. Hier gibt es eine Trockensauna, finnische Sauna, Infrarotkabinen und Salzkammer. Außerdem gibt es Bereiche mit tollem Blick seitlich aufs Meer, auch indoor. Ich war sehr froh, endlich diese aufgewärmten Liegen ausprobieren zu können. Jetzt weiß ich aber auch, ich bin kein Fan davon. Für mich sind die einfach viel zu hart. Der Spa-Bereich wäre mein absoluter Lieblingsbereich zum Liegen, wären da nicht so viele nackte Menschen dann um mich rum, an das ich mich noch immer gewöhnen muss, egal wie oft ich in Thermen oder Spas bin. Gehen wir runter auf Deck 5. Hier befindet sich der obere Bereich des Atlantik-Restaurants. Hier fanden bei uns zum Beispiel das Lachsfrühstück und auch ein Kaviarfrühstück statt. An Seetagen gibt es auf Deck 5 ein à la carte Frühstück und auf Deck 4 läuft parallel weiterhin eine Art Frühstücksbuffet. Mittags ist an Seetagen nur Deck 5 geöffnet und abends sind dann beide Deck offen. Beide Bereiche bieten auch dieselbe Karte an. Anders als bei vielen anderen Reedereien, bei denen meist 3 Gänge vorgesehen sind, könnt ihr hier unglaubliche 5 Gänge bestellen. Das Essen war elegant angerichtet und durchgehend lecker. Cruise Lifehack: Du kannst hier beispielsweise einen Zwischengang auch als Hauptspeise oder ähnliches nehmen oder aber auch einen Salat nochmal extra dazu. Die Taverna Dionysos, also der Grieche, ist das dritte der 4 inkludierten Bedienrestaurants. Geöffnet ist das Restaurant mittags und abends, wobei ihr dieselbe Karte bekommt. Es gibt griechische Vorspeisenteller zum Teilen, Grillteller, gebackenen Schafskäse, griechische Weine und natürlich Ouzo. Das Restaurant schafft wirklich dieses klassische Griechenland-Urlaubsgefühl. Besonders nett ist es, wenn ihr draußen sitzen könnt, dann kommt zum Essen noch der Blick aufs Meer dazu. Cruise Lifehack: Bestellt mehrere Vorspeisen für den Tisch und teilt sie lieber. Das passt zum Restaurant, macht mehr Spaß und ihr könnt dann dadurch auch deutlich mehr Gerichte ausprobieren.
Direkt daneben liegt das vierte und letzte inkludierte Bedienrestaurant, das Sur Mer Bistro. Hier gibt es französisch inspirierte Küche. Die Crêpe-Vorspeise mit Gemüse oder Lachs und das Croque au vin waren für mich echte Highlights. Auch hier könnt ihr draußen sitzen. Da wir auf Deck 5 sind, seid ihr deutlich näher am Wasser als im Harbour Market. Gerade beim Sonnenuntergang sind diese Außenplätze wirklich etwas Besonderes. In den Vitrinen könnt ihr außerdem sehen, welche Speisen angeboten werden. Das ist praktisch, weil man nicht nur weiß, was man bestellt, sondern auch ungefähr sieht, wie groß die Portion später sein wird. Zum Frühstück gibt es eine andere Karte als mittags oder abends. Das Interieur ist sehr französisch gestaltet mit Laternen und Brasserie-Atmosphäre. Das Highlight bleiben für mich aber die Außenplätze. Wir haben hier am letzten Abend gegessen und einen unvergesslichen Sonnenuntergang erlebt. Das Atrium erstreckt sich über Deck 3 bis 5 und ist der zentrale Orientierungspunkt auf dem Schiff. Auf Deck 3 findet ihr die Rezeption und eine Leselounge. Außerdem gibt es einen Bereich mit Spielen, die ihr euch kostenfrei ausborgen könnt. Das ist besonders an Seetagen oder bei schlechtem Wetter praktisch. Auf Deck 4 gibt es einen Bereich mit Displays, auf denen digitale Musiker laufen. Und ich sage euch ganz ehrlich, das ist nicht mein Ding. Ich verstehe, dass so ein Bildschirm keine Pause braucht, nie krank wird und vermutlich auch keinen Backstage-Bereich oder ähnliches verlangt. Aber wenn ich auf Kreuzfahrt bin, wünsche ich mir gerade in so einem zentralen Bereich echte Musik, echte Musiker, echte Menschen und ein bisschen Atmosphäre. Auf Deck 4 findet ihr außerdem das Chalet. Das ist ein österreichisches Spezialitätenrestaurant im Stil einer Skihütte. Das Essen hier ist nicht inkludiert und kostet extra. Ich glaube, ich habe es oft genug gesagt, ich mag das Chalet nicht. Als Tirolerin verstehe ich zwar den Reiz von Kaiserschmarrn-Holz, Felldeko und Hüttenatmosphäre, aber wenn ich im Mittelmeer unterwegs bin mit Meerblick und sommerlichen Temperaturen, dann brauche ich persönlich keine künstliche Skihütte. Das kann aber natürlich auch genau das sein, was andere lieben, und wenn ihr hier wart, sagt mir bitte gerne, ob ich dem Ganzen noch eine Chance geben sollte. Als weiteres kostenpflichtiges Angebot gibt es La Cage. Das ist eine Burlesque-Show mit Dinner- und Entertainment-Konzept. Hier gibt es eine Show im Burlesque-Stil, dazu Drinks und das gesamte Ambiente ist deutlich erwachsener als die klassischen Theaterproduktionen. Ich habe die Show nicht gesehen und kann daher zur Performance nichts sagen. Direkt in der Nähe findet ihr außerdem Spielautomaten. 5 Stück, um genau zu sein. Man kann hier sein Glück versuchen, ich versuche aber lieber an Seetagen eine Liege zu finden. Die Chancen liegen ungefähr gleich. Meine Lieblingsbar auf der Mein Schiff Flow ist die Mein Schiff Bar auf Deck 4. Hier gibt es die größte Auswahl an inkludierten Getränken. Gerade am Abend ist das ein richtig guter Treffpunkt, aber auch tagsüber ist sie praktisch, wenn man einfach mal kurz sitzen möchte, etwas trinken will oder auf jemanden warten muss. Cruise Lifehack: probier den Apfelstrudel-Shot. Das klingt erstmal wie eine österreichische Fehlentscheidung, ist aber tatsächlich richtig gut. Ebenfalls auf Deck 4 liegt das Mein Schiff Bistro. Das Bistro ist fast rund um die Uhr geöffnet und damit einer meiner Geheimtipps an Bord. Es ist perfekt für ein schnelles Frühstück, wenn man früh zu einem Ausflug muss oder für einen Snack zwischen den Restaurantzeiten. Besonders praktisch ist es aber auch am Abreisetag, weil hier ist es meist ruhiger als wie beim Buffet. Auf der Mein Schiff Flow gibt es 2 inkludierte Entertainment-Locations, die direkt nebeneinander liegen. Die Blaue Flora ist das kleinere Theater. Hier finden Shows, Kabarets, Comedy, Vorträge und, haltet euch fest, auch Lesungen statt. Ich finde es grundsätzlich gut, dass es verschiedene Formen von Unterhaltung gibt. Nicht jeder möchte jeden Abend eine große Tanzshow sehen. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, bei knapp 4000 Gästen ist so ein kleiner Raum schnell voll. Cruise Lifehack: wenn du dir eine Show unbedingt ansehen möchtest, dann komm 35 bis 40 Minuten vorher, weil alle sich einfach 30 Minuten vorher dort treffen. Diese 5 Minuten machen einen großen Unterschied. Direkt daneben liegt das Theater für die größeren Shows. Hier laufen abends klassische Produktionen mit Tanz, Musik, Akrobatik und großen Bühnenbildern. Die Shows werden mehrfach am Abend gespielt, damit möglichst viele Gäste die Chance haben, sie zu sehen. Trotzdem sind sowohl die Blaue Flora als auch das Theater für mein Gefühl etwas klein dimensioniert. Bei einem Schiff mit rund 4000 Passagieren kann natürlich nicht jeder gleichzeitig hinein. Also wenn ihr hier einen guten Platz wollt oder einfach einen Sitzplatz, dann kommt bitte wirklich 40 Minuten früher. Cruise Lifehack: die beliebtesten Sitzplätze hier sind die mit den beleuchteten Tischen, also vergiss nicht, dir ein Getränk mitzunehmen. Falls du dich wunderst, warum die Videoaufnahmen so schön sind, die haben wir tatsächlich selbst gemacht, weil wir hauptberuflich eine Videoproduktion in Wien haben. Den Link habe ich dir unten in die Beschreibung gepackt.
Unsere Kabine war eine Außenkabine ganz vorne am Schiff mit Dachschräge, aber überraschend großzügig. Sie wirkt deutlich größer als viele klassische Balkonkabinen, weil der Raum breiter geschnitten ist und man so nicht das Gefühl hat, ständig ins Bett zu laufen. Bei keinem Urlaub hatte ich bis jetzt so wenige blaue Flecken an den Beinen. Wir haben für eine 7-Tage-Mittelmeerkreuzfahrt im Juli Hauptsaison auf der Mein Schiff Flow ungefähr 1.200 € pro Person bezahlt. Darin waren im Vergleich zu vielen anderen Reedereien bereits die Trinkgelder inkludiert. Essen, Getränke und aber auch der Spa ist im Preis inbegriffen. Man bekommt bei Mein Schiff insgesamt sehr viel Leistung für diesen Reisepreis. Das heißt nicht, dass alles perfekt ist. Es gibt Bereiche, die ich persönlich anders gestalten würde. Mehr Schatten am Deck, größere Entertainment-Locations und definitiv lieber echte Musiker und Menschen statt Bildschirmmusik im Atrium. Du willst bestimmt auch wissen, was es auf der Mein Schiff Flow zum Frühstücken und Mittagessen gibt. Auch dazu haben wir Videos online. Schau also unbedingt am Kanal vorbei und folg für mehr Tipps und Cruise Life Hacks.